da sind wir wieder. Da ist, wo mein Rechner ein bisschen durcheinander geraten, weil alles abgeraucht ist. Also versuchen wir es jetzt nochmal. Mal gucken, wie lange es dauert, bis dieser Fehler wieder auftritt. Oder ob der jetzt nochmal auftritt. Nehmen sofort an. Ja, da merkt man halt, dass YouTube mittlerweile länger braucht zum Laden. Mhm. Weil du hast ja deine Ansprache gehalten, da war mir klar, dass du schon auf Live geklickt hast. Und ich musste trotzdem jetzt 7-mal refreshen, bevor mir das angezeigt wurde, dass du auch live bist. Okay. Ja, was YouTube da tut, nicht lustig. Nee, überhaupt nicht, aber... Ne? Ich bin halt auch ehrlich, ich glaube nicht, dass das einzig und allein ein Problem mit den Adblockern ist. Das ist aber schon dreist. Ja. Ja, Also, ne? ja, lassen wir das. Ich wollte nur sagen, wer Opera benutzt, ist für mich fein. Ich mache es genauso. Ich werde es auch weiter so machen. Have you thought about deploying Sir Caradoc again? I cannot risk the safety of the artifact by sending in a war machine with the most devastating weaponry in the entire system. Noted. The tech priest is trying to scan the area for further information. I'm on my way to the Lange genug gedauert, bis die mal reagieren so. Naja, ganz stimmt das nicht. Die werden schon seit über einem Jahr sanktioniert, die Russen, auch von Blizzard. Die müssten sich nämlich immer über Umwegen mussten die sich anscheinend bisher immer um ihre Spielzeit kümmern, weil die ETC, die hat ja russische Banken vom weltlichen Bankengeschäft ausgeschlossen. Ja, das ist schon klar. Und jetzt ist es aber halt so, die Russen, also die einen russischen Account besitzen, die können im Launcher nichts mehr kaufen, gar nicht. Ja. Muss aber sagen, besser später als nie. Aber man muss halt sowieso sagen, auch in Russland regt sich ein wenig halt Widerstand bei den Bürgern. Ne? Ja. You are walking among the bleached kleinlaut, bones of a aber er wird wohl civilization von Mal that zu Mal dreamt about your prophecy eons ago. How does that feel? Remarkable. What is more Ja, noch kann er das remarkable is Ganze that I have no unterdrücken. idea why you are assisting me at Ja, all. aber da, Why do you das ist care? auch nur noch I eine am Frage nothing but a speck of dust in the terrible storm that will one day awaken a god. If that was meant to reassure me, you have failed. Noch sind es zu viele Leute, die ihn unterstützen. Ja. Aber, und ich glaube, das ist halt das, was auch die meisten das Problem, das er hat, ist halt ist halt im Endeffekt nichts anderes als das Problem, das mit der Zeit jeder Diktator am Ende nämlich hat. Nicht genau dass die Bürger ihr wortwörtlich irgendwann die Schnauze voll haben. Ja. Bürger, die fangen an aufzubegehren. Ja, was normal ist. Ja, natürlich. Can you Ist ein Boss. Like a vast, terrible heart beating in anticipation. Halt mittlerweile Your battle awaits. You let me fight your own kind, aber die but ganze you refuse to halt participate. hier von wegen I walk a more elusive path. alles. The Tauthal might see me as almost as alien as you do, but I will not fight my own people. I was not Anderes referring Thema. to that battle, though. Ja. Ja, hier im Spiel geht es eigentlich auch um eine Diktatur, die man unterstützt und so weiter und so fort, aber
Das soll hier nicht Thema werden. Ne, deswegen lassen wir das jetzt auch. So, zack, zack. Na, guck, da, links daneben ist auch schon wieder einer. Ach, ja, ich habe hier unten am Rand noch geguckt, ob da was ist. Ja, ich geb's auf. Ich renne jetzt nicht mehr überall hin. Alles klar, hier ist eine Kiste. Nicht nur einer. Ich öffne sie mal. Es ist übrigens das Problem, wenn die Kisten geöffnet sind, sieht man die auf der Map übrigens nicht mehr. Das wollte ich gestern eigentlich noch gesagt haben. Man sieht nicht mehr, wo eine Kiste war. So, hier ist die andere. Na, Subi, der Boss hat ja. Ja. Wenn wir die da noch töten. Indem ich erstmal wieder ein bisschen Kaminlaut. Auch noch welche. They were seekers of power and truth. So many of them came here, like insects drawn to the flame, only to end up as withered husks. The remains of the Savant's expedition. But I am an Inquisitor. I will not fail. You are not allowed to fail. Just yet. You have the living, breathing key to the prophecy. Komm, wenn du dich eh schon mit denen anlegen willst, dann machen wir die jetzt auch noch platt. Natürlich. I find your stubbornness astonishing, human. You have caused enough pain and suffering already. Whatever is hiding under that force field, it is ours. Ja. Und meins auch nur du. Area scan completed. Highly irregular energy signature located. That signature most certainly marks the fabricator's energy field. It must be the artifact. Correct. This is the ideal destination. Another tech memento has been lost. Ja. Ja, okay. Solange es meine Maschine abkriegt, die Mine. Oh, hier sind noch mehr Minen. Vorsicht.
I should have surmised that the relic has been kept safe for countless millennia by a preservation field of some sorts. The field is impenetrable. Identical energy barrier has already been logged on the Martyr, protecting the status chamber of the Alpha subject. The fabricators Netter created Helm. this artifact with a specific operator in mind. If the Alpha subject is the one, she might be able to interact with the field. Logical assumption. Inquisitor, you have incoming. Ey, ich kauf Schaden an den Panzer aus. Sergeant, I need the Alpha drive. Send it to me. Allow me to join the fight, Inquisitor. Anything could happen to us here, Thorn. Anything. If I do not make it back, you must deliver all my findings to the Conclave. Affirmative. Können wir erstmal eben einsammeln. Naja, war ja auch. Mhm. Wollen wir mal. Are you serious, Inquisitor? I feel a resonance with this thing. But none of us know what will happen if I step closer. I give you an artifact from the dawn of the universe, the key that might unlock your true potential, and suddenly you are afraid. I was only making an observation in the light of my recent ordeals. I hope you don't expect me to apologize. My expectations are irrelevant. My orders matter, however. If this is indeed my legacy, you can expect a heartfelt apology from me. We will discuss your impertinence later. Now proceed. Bravo! What a fabulous performance. Inquisitor, my only remaining part in this play is to take the Alpha Pariah with me and let the curtain fall. I knew that I couldn't trust you. You have manipulated me, Eldar. I have merely woven all the threads together, twinning the fate of the Tauthal Eldari and yourself, Inquisitor, until you all made this moment happen together. I've warned you once. Playing games with an Inquisitor is dangerous, even for your kind. This is not a game, human. The Anathema Ultima must be adorned with the crown of emptiness. Only then will she enter the Immaterium to fulfill a destiny both frightening and majestic. I suspect that you have other plans for her. The Anathema Ultima is the brightest glimmer of hope for us. For the Inari, this is inevitable. I was expecting at least some assistance from you. It was your battle to fight, not mine. And now you talk like the Harlequin. How are you feeling? It is difficult to explain. My will is... It is a barbed, poisonous thing. And it is also smooth and cold as obsidian. And it is a weapon, and a key, and the tincture that heals the black wound on the world. I don't like this. The Margos will take a look at you on the ship. So viel zur Verräterin. Vor allen Dingen, sie kommt da und sagt, ich nehme sie mit. Das Lustige ist, hat sie daran auch mal bedacht, dass die Paria da auch noch ein Wort mitzureden hat? Ja. Weil, ja, man muss ja dazu sagen, sie hat ja nun mal nicht ganz unerhebliche Kräfte. Ich glaube, es wäre gar nicht so einfach, sie einfach mitzunehmen. We are Richtig. gathered here to bring forth the prophecy Besonders that was nicht dann, foretold at wenn the sie dawn das of the nicht will. galaxy. The Alpha Pariah shall be adorned by the crown of emptiness and destroy the Dark Nexus by sailing into the Empyrean. Very poetic, also fundamentally wrong. The Dark Nexus is not our priority here. Fabius Bile is one of the most abhorrent adversaries of the Imperium. We shall attack his hideout. I have traveled here on the Martyr, now properly purged and blessed, with the zealots of my order on board. It should be a sufficient force. So very hereticus of you. May I remind you that Bile's Starfort
is inconveniently close to the most terrible warp anomaly ever seen in this sector. Then use this Alpha Pariah to destroy Bile. That's where her true capabilities lie, don't they? Before we deal with the Dark Nexus, we have to eliminate the Primogenitor. I must object. We simply cannot allow the Alpha Pariah to get close to Bile. That traitor played a huge part in her creation. What if he seizes control of her? Use her to obliterate the Dark Nexus, which is also the source of Bile's power. Then we will deal with the Primogenitor on our own. You know the Alpha Pariah the best, Inquisitor. I think you should have your say before I chime in. Hier wähle ich den rechten Weg. Ich den linken. Hast du schon gewählt? Nehme ich mal an. Okay. It is Das most heißt, das kann jeder unfortunate, but I selbst must entscheiden. respectfully Okay. disagree with your decision, Inquisitor. It seems we have reached an impasse. And honestly, this is her fate we are talking about. This should be her decision. Whatever action the Alpha Pariah takes, it will have colossal consequences. I simply don't have a say in this matter. Nonsense! We are Inquisitors. We rule over life and death for the sake of the Imperium. Die auch links nehmen können. Inquisitor-Martyr, I really appreciate your concerns. Inquisitor Crabart, I even see your point. But I made my decision a long time ago. I will follow the prophecy. But first, I will kill Fabius Bile. I have seen some of my unsuccessful iterations in Uther's laboratory. The cursed handiworks of Bile. I have to stop him and end this cycle of suffering and pain. I want to destroy that worm. On one condition. What would that be? You, Inquisitor, will accompany me, and we will face Fabius Bile together. I wouldn't have it any other way. Ja, richtig. Ich hätte nichts anderes gewollt. Natürlich begleite ich sie. Na gut, darauf hat er das jetzt aber keinen Einfluss. Ja, wenn ich das im Vorfeld gewusst hätte, dass die selbst erst ihn, Mhm. der echte Weg wäre einfach der logische Schritt, ist einfach der logische Schritt, weil wenn der Typ aus diesem Dark Nexus seine Kräfte bezieht, kannst du ihn ja einfacher erledigen, eben wenn du den Nexus als erstes zerstörst. Und da sie so vehement will, dass ich mitkomme, befürchte ich fast, dass sie bereits schon von ihm kontrolliert wird. So, dann gucken wir, was haben wir jetzt alles eigentlich bekommen. Das ist halt teuer. Das scheint jetzt aber auch storytechnisch, glaube ich, Richtung Ende gerade zu gehen. Meistens was in Tech-Adeptus geht. Ja. Naja, die Aufgabe heißt, die Quest nennt sich halt die letzte Reise der Martyr. Ja, werden wir sehen. Es werden jetzt ein paar Aufgaben sein. Ja. Sagt, dass wir in eine Falle tappen, das ist sowieso so sicher wie das Arm in der Kirche. Höchstwahrscheinlich. Hopp. Ich habe da schon leer. Können. Ja, ich bin noch nicht fertig. Nur ja ein Level aufgestiegen.
Waffen sollen ja auch also ne, meine Konstrukte sollen ja auch maximalen Schaden machen, wenn es jetzt in die letzten Gefechte geht. Sag, wenn bereit. Können. Hab ja gerade gesehen, dass du dich dann ja auch nochmal dahin bewegt hast. Den Schlund des Wahnsinns, ja. Ab dafür. Ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt richtig übel noch wird, weil das ja auch mal heißt jetzt mal ein richtiger Boss. Ja, das sind 3 Beamstrahlen, also. Ja, sie kommt mit. So, it has come to this. We are in the tainted fortress of the primogenitor that even his own traitorous brothers despise and fear. That's what I was expected to say, right? I find your increasing cynicism slightly troubling. Mhm. Hm. Ein bisschen zynisch, die Gute. The Plague Marines are Bile's personal guards. Someone is trying to make our mission either easier or even more complicated. Wenn solche Texte auftauchen, dann bleibt immer ein Moment stehen. Weil sicher ist The sicher. Drukhari, here. Arak was right. The creature is here. Take up and kill the Inquisitor. I am not a creature. Auch ist sie ein I Mensch. understand that. The Drukhari only attacked Bile's fortress because they were certain that you would be there. Uther expected that. He always thought that the Eldari factions would be after me. That was one of the many reasons he kept me on a ship monastery. They were following Bile's steps all the way to keep track on you. They must be desperate to capture or kill you. Some abomination crawling out of the webway will not frighten me anymore, Inquisitor. Da haben aber, muss man sagen, da haben aber so einige Leute Angst vor ihr. Mhm. How are you faring down there, Inquisitor? There have been some developments, like the Drukhari marauders and Bile's scum killing each other without mercy. And there goes the last trace of my guilt for being on watch duty on my ship. For a while I suspected that the Dark Elder were working for Bile, but that is not the case. Obviously not. The Dark Eldar will never bow their heads before anyone else, no matter how powerful. Pause Action.
Inquisitor, do you feel a constant, horrible sensation? Like walking in the nightmare of an insane mind? The proximity of Dark Nexus plays tricks on reality. And by the way, that was a very poetic observation. If you spend your waking hours in laboratories and meditation chambers, books become your best friends. You know, Uzo was not entirely a monster. Still, I wish I could have faced him like I will face Bile soon. Seuchenmarine, Marine. Chaos aus Geburt. Okay. Mhm. Chaos wütet hier mal wieder. Und die Elder sind auch noch dabei. There she is! Kill the monkey and take that creature. I will enjoy watching you try. You might have defeated my brother, but you should fear me. Your brother? That was the bug we found crawling on our ship? He didn't put up much of a fight. She's right. You'd be better off fleeing and finding someone weaker in your dark city to torture. I don't want to torture her. Willing it or not, I am willing to forfeit pleasure for a greater goal. The Whispering God will have the Anathema Ultima. She will be devoured, and our time will come. Not on my watch. Nope. Nicht während meiner Schicht. Hopefully that was the last of the Drukhari raiding party. Can we finally move along and kill that wretched Fabius Bile? Fate awaits. Not before we purge this entire area. I don't want any surprises later. It will be my pleasure. Da ist noch ein Carlo. Mhm. Hier ganz schön. Ja, wir sind noch. Hier. Was der aushält, also da geht auch keine Kuhhaut, ey. Na, so kann man auch die Minen rollen. Mhm. Man lässt seinen Nahkämpfer einfach vorlaufen, der macht das schon. Ja, mit dem passenden Turm dabei an seiner Seite funktioniert das wirklich. Der passenden Rüstung. Inquisitor-Martyr, you might be surprised to hear that the Drukhari were following this Whispering God. That puts them in the same league as your treacherous Harlequin friend.
First, she was only a loose acquaintance. Secondly, such cooperation is not unheard of, although it is a fairly recent occurrence. Various Eldar and Dark Eldar groups are combining their forces to join that mysterious cult. I find this development most troubling. Says the Inquisitor who's on his way to fulfill an ancient prophecy. Alter. Mhm. Da geht's. An denen merkt man halt, wie stark die Space Marines eigentlich mal waren. Oder eigentlich mal sind, sagen wir es mal so. Ja. The Hound of the Corpse Emperor. So glad you are here. You almost sound relieved, traitor. So keen to atone for your sins? Our master has been expecting you, Inquisitor, and you Wenn have das mit dem come. Schreien vielleicht noch ein bisschen warten sollen. Like things to be predictable. You are unlike the Drukhari filth, storming us so unexpectedly. Most annoying. We have fought our way through. What are we waiting for then? I have a destiny to fulfill, remember? Patience. We need to regroup on the ship. Then we can storm Bile's inner sanctum. Okay, Sterben wollte er. ja, das ist er, wie man. Und sich nochmal über unseren untoten Imperator lustig machen. Weil der Fakt ist ja nun mal, ne? Es ist nur... Des Imperiums, also des Menschenreichs, ist ein Untoter. Also, Zwar zugegeben nicht so, wie man es versteht, sondern er hängt an Maschinen oder er steckt in einer Maschine. So war das doch, glaube ich, nämlich richtig erinnere. ja, sein Geist ist an dem Thron gebunden und so weiter und so fort. Und er wird halt über Schläuche und so, ne, mit allem Nötigsten versorgt. Und ja. Ja. Er ist... Sehen, er ist kein Mensch. Ja. Er ist einfach nur noch I'm not worried about Fabius menschgewordene Maschine oder fleischgewordene Maschine, irgendwie sowas. Whatever comes after. In the Und great halt auch... beyond. I must warn you again. We have absolutely no idea what will happen to you when you sail through the Dark Nexus on the Martyr. I know exactly what is awaiting for me there, Inquisitor. Freedom. Whatever fate has in store for me beyond that unholy rift, I can be myself there. I was created to serve a purpose in this world. I have accepted and fulfilled my destiny here. You will set forth into the Imperium, the realm of bloodthirsty gods, madness and monsters. A place not meant for any human. I am not human, Inquisitor. I've never been human. And still, by letting that Dark Nexus consume you, you will do the most humane thing I've ever seen in this forsaken corner of the Imperium. Ja, stimmt, sie ist ja kein Mensch. Ja. Und um auf den Imperator nochmal zurückzukommen, es verhält sich so ähnlich wie mit Palpatine. Auch
was, ne? Er hat sich immer mehr zurückgezogen, auch von seinen Schaffen, also von seinen Diensten und so weiter und so fort und hat nur noch Ja-Sager und Speichellecker um sich rum und die ihn halt informieren. Und weswegen fast alle Fraktionen im Imperium quasi ihre eigenen Brötchen backen. Weil er hat eigentlich keine wirkliche Kontrolle mehr. Ja, vermeintliche Kontrolle ist auch irgendwo eine Kontrolle, ne? Naja, die einzigen, die noch ein bisschen für Gleichgewicht sorgen, sind die dem Imperator nach wie vor loyal sind. Ja, dabei wäre es ein leichtes, einfach das Ganze jetzt wirklich ins Unglück zu stürzen. Ja, man braucht halt im Endeffekt nur das Gebäude, in dem er sich befindet, einfach nur in die Luft jagen. Dann war es das mit ihm. Aber dann kannst du davon ausgehen, dann war es das auch mit der Menschheit. In diesem Universum. Sie ist ja wie gesagt, die menschliche Kultur in Warhammer 40k ist halt quasi an ihrem Ende angelangt. Ja. We are in Bile's laboratory, the pulsing black heart of this accursed labyrinth. Let's end this. Kill Fabius Bile so I can enter the great beyond. Your task is to close the Dark Nexus, nothing else. What a vile display of sheer insanity. This is not insanity, Inquisitor. Just cruelty and barbarism. I spit on this primogenitor. Bile probably never gave up his dreams to reconstruct. Well, you, the churning effluvia of the Dark Nexus, must provide enough energy for him to conduct his experiments. Not anymore. I will take my revenge, sisters. Deswegen ist sie nicht jagen gegangen. Oder so. Er brauchte es nicht, weil er sie am Nachbauen ist. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass er es unter Umständen auch geschafft hat. Ja. Und wir es gleich mit einer zweiten von ihr zu tun kriegen. Scheint so. What a pleasant surprise, Inquisitor. Finally, you have delivered what belongs to me. If I were you, I wouldn't be too thankful for that. Enjoy the irony of your creature becoming your unmaking. My child, you are as much Uther's creation as mine. The idea was his. I only provided my exceptional talents to make his vision come true. You are the pinnacle of my art. I'm sure you would attest to that, Inquisitor. Nee. Ich prügel mich mit dem Boss, ne? Wo will er denn jetzt hin? I will have her back. Tiberius wanted to send her against the warp. You wanted to use her to destroy the Imperium of Man. Like all my other selves roaming this dying galaxy, I have exercised my genius to make my name immortal. If I can cause the fall of your corpse, Emperor, it will be a charming addition. In der Form ist er ja sogar noch schwächer. Auch wenn er gut Leben hat. Your end is nigh. A force to manipulate, to rule. The Immaterium was an end worth pursuing.
One day, even the so-called ruinous powers will bow before the new men. Blasphemy. You have betrayed everything, even your dark gods. Perish! Wie, der lebt immer noch? Alter, ich wollte gerade sagen, was ist der für eine Regeneration, bitte? Keine mehr. Oh, der lässt so einiges droppen. Oh, ah ja, sie ist draufgegangen. This is the end then. At least for this clone of the foul Fabius Vile. What you consider the end is a new beginning for me. Keep on fighting for the Imperium, Inquisitor. We might meet again one day. I pray to the Emperor that we won't. If anyone can hear me, this is my farewell. Ja, das ist das Ende I von. am the Alpha Pariah. I am the Anathema Ultima. I am on the Martyr, flying into the Dark Nexus. I can feel the surge of endless possibilities. Uther was right. The Immaterium must be reshaped, ruled. There was no other way to survive the dark times. I am ready. Das ist das Ende von Prophecy. Schöne Sequenz. Hier gibt es ja sonst nichts mehr. Ja. Wir haben heute übrigens einen ziemlich guten Ping. Ja, relativ gut. Besser wäre, wenn er unter 30 ist, aber ist okay. Nein, alles unter 50 ist immer in Ordnung. Letzte Reise der Martyr. Ah ja, und dann kriege ich so eine Scheißbelohnung. Entschuldigung. Okay, das geht ja noch. Achso, es ist. Vor allem, wir sind nicht mal aufgestiegen. Es gibt 2 Erfolge noch, wenn du mit ihr sprichst. Okay, dann machen wir meinen Konstrukt noch eben immun gegen Betäubung. Hat er zwar jetzt ein bisschen weniger Leben, ist okay. Und dann schnacken wir noch mit ihr. Sensor readings confirm that the Dark Nexus has closed. The plan worked. I wonder if the Alpha Pariah survived the collapse of the anomaly. Her unique nature will protect her from the Immaterium. And don't forget that the machine spirit of the Martyr will follow the protocols and keep her safe. 3 rote. I know that she was not to Ja, blame, GZ. but her presence made our skins Ich habe nur eine crawl. rote Sache. Oder meinst du Might jetzt be better als for Belohnung her jetzt hier out am there. Ende? The Bei ihr. unfortunate side effect of being a pariah. Ja, da habe ich What nur will eine Sache become of her bekommen. now? Only the Emperor knows. In She Alpha. might become our greatest ally against the Chaos. She could become the greatest ally of Chaos. Bonus für And Konstrukt. maybe nothing will happen. We will probably never know, Captain. Makalei Alpha. Lobgesänge der ja, Fertigkeit der. Ja. Ja, aber abspannen müssen wir uns jetzt nicht geben. Die letzte Reise abholen. Ja, ja.
Das packen wir mal rein. Das kann zerlegt werden. Eigentlich kann ich all meine Sachen zerlegen, weil ich brauche das nicht. Aber das kann hier zumindest gelagert werden. Und das. Oh, ein Radio- und Karabiner Beta. Okay. Ja. Das gibt mir aber richtig Items. Danke dafür. Weil, ne? Ich kann so eine Waffe halt nicht gebrauchen. Ach ja, sowas nicht. Meine Axt ist auf 50, ja, da brauche ich nichts Neues. Ja, eine Rüstung könnte ich neu. Aber ich trage, glaube ich. Ja, eine uralte Sache, ja. We received an urgent message while you were away. It was Inquisitor Goslar. Again. You don't sound delighted, Captain. Not that I blame you. Open the channel. Inquisitor, since your investigation has ended, you may serve the Imperium in more direct ways. The Holy Orders of the Inquisition need you in the Nereus system, urgently. As of today, we have lost contact with the Tempestus Citadel, the main stronghold of the Caligari Conclave. This is a heavily fortified star fort, protected by Imperial battleships and other more exotic measures. This communication blackout is highly unusual. We suspect sinister reasons. For this reason, I strongly recommend that you travel to the Nereus system and offer assistance to the Tempestus Citadel. Should you experience any hostile activity, deal with it with extreme resolve. The Emperor protects. Höchstwahrscheinlich. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist ja jetzt vor allen Dingen auch so ein bisschen, ich meine, sie ist jetzt, der Nexus ist zu, die Martyr ist weg mit ihr zusammen und wir wissen ja nicht, wie das im Endeffekt ausgeht, weil er hat ja gesagt, entweder ist sie unsere größte Verbündete oder unser größter Gegner. Ja. Einfach weil es halt unklar ist, ob sie am Ende, wenn sie wiederkommt, eher feindlich gesinnt ist oder nicht. Hm. Warum kriege ich 3 Waffen? Erleide physischen Schaden, verursache physischen Schaden, wende beliebigen Zeitschaden bei Feinden an. Okay. Ich selbst? Ja, das machen meine Konstrukte, aber ist okay. Rebellen töten. Und Kreaturen aus der Deckung heraus töten. Also, ne, die sich in der Deckung befinden. Okay.
Ich bin mal eben kurz auf Toilette. Jo. Naja, da bin ich wieder. Ja, hätte ich das gewusst, dass jetzt hier sowieso Ende ist, dann ist eher bitter, dass vorher das Spiel abgeschmiert ist, weil dann würde ich nämlich jetzt sagen, machen wir einen Cut und machen nächste Woche dann mit einer neuen Season, mit neuen Charakteren dann bei Martyr weiter oder fangen damit an. Ja, müssen wir dann gucken. Ne? Ja, ich meine, dann sind das jetzt halt 2 Videos statt 1. Ja, das hier brauchen wir, ja, hier sind wir ja fertig mit Prophecy sozusagen, weil jetzt ist ja einfach nur noch Nebengedöns. Nein, ich meine, weil du hast ja jetzt 2 Aufnahmen. Ach so, ach so, Und danach, das meine ich. ja, ach so, ja, das ist richtig, aber das ist ja nicht das Problem, ne? Gab's, Letztlich jetzt wie gesagt, also Pech, wenn ich ihn nochmal spielen würde, dann allerdings nicht so, weil Also, mein Fazit zu dem Charakter, also zum Tech ist auf jeden Fall, also, ne, meine Spielweise, so als Tank, hat er wunderbar funktioniert. Auch mit deiner Unterstützung dementsprechend, dass du halt, ne, deine Türme gesetzt hast und so, hat das super funktioniert. Und ne, so stelle ich mir halt ein Pet-Bild sozusagen vor. Und ja, es hat Spaß gemacht. ja klar, ich sage ja nicht, dass es schlecht war, aber Ne, ich kenne deine Haltung zu Pet-Builds allgemein. so ist es halt nicht. Ich spiele gerne. Ich spiele sehr rigoros, zum Beispiel auch, wenn ich PoE zocke, spiele ich immer Totem-Builds. Hm? So, weil die einfach mega sind, weil du stellst einfach Totems, die den Schaden machen und ab einem bestimmten Punkt ist es dann halt so, du machst dann am Anfang noch mit Schaden und wenn du im Skilltree soweit bist, machen nur noch deine Totems Schaden, weil du einfach keinen mehr machen kannst. So, allerdings sorgt der Skill dafür, dass du halt ein Totem mehr stellen kannst am Ende. Hm? Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Und du musst dann halt einfach nur darauf achten, sie immer stellen und überleben. Ja, ansonsten funktioniert so ein Bild ja halt nicht. Das ist hier ja genauso eigentlich, ne? Wenn du stirbst, ist deine Maschine ja auch weg. Totembuilds sind halt nicht schlecht. Ich fand nur die Türme. Sie sind in Ordnung, ja. Aber das ständige Neubeschwören und alles, ich denke mal, am Ende sind halt einfach die Spinnen, ob jetzt die Nahkampf- oder die Laserspinnen oder halt die Fernkampfspinnen, am Ende glaube ich besser einfach, weil die beschwörst du nur gelegentlich nach, wenn es muss. Ansonsten läufst du einfach nur durch die Gegend. Wo ich hier aber so ein bisschen was ich nach wie vor ein bisschen kritisch sehe, ist, dass halt einfach wirklich hier die Türme, die Begleiter, die haben alle eine Kollisionsabfrage, weswegen sie dir durchaus den Weg versperren. Ja, ist aber, ne? Wenn man es jetzt mit der Realität vergleicht, du kannst auch nicht einfach durch Wände gehen. Nee, nicht wirklich. Es war eine
schöne Fähigkeit, aber... Also so weit sind wir noch nicht, dass wir uns dematerialisieren können, dann ne, und auf der anderen Seite uns wieder materialisieren. So weit sind wir nicht und werden wir auch wohl nie dazu kommen. Aber ich verstehe deinen Punkt, in gewissen Sachen kann das, in gewissen Situationen kann das echt nervig sein, dann steht auf einmal ne, dein Roboter, ne, wie in meinem Fall jetzt, steht er dann vor mir und ja, ich muss erst wieder um ihn rumrennen, damit ich auch auf ne, den Gegner draufhauen kann. Oder halt, du platzierst deine Türme mir vor die Füße. Ja, okay, scheiße, muss ich erstmal rumrennen, um ne, an den Boss ranzukommen und so weiter und so fort. Es ist ja nicht nur, dass ich dir die Türme in den Weg stellen kann. Wenn du an der Stelle gerade stehst, wo ich der Turm runterkomme, kriegst du Schaden. Nein. Doch. Also ist mir nicht aufgefallen. Es ist nur nicht viel, das ist... Also, ja, du wirst zur Seite gedrückt, aber Schaden habe ich nicht davon genommen. Naja, der Schaden geht ja auch in deinen Unterdrückungswiderstand. Deswegen kriegst du das nicht mit. Und es ist ja auch nicht viel, aber viel schlimmer ist halt, du wirst halt zur Seite gedrückt. Und im schlimmsten Fall ist es ja, bedenkt mal, wir haben nun mal auf den Maps sind Stellen, an denen du nicht langlaufen kannst, weil du drumherum laufen musst. Und das Schlimmste, was dir halt passieren kann, ist, dass beim Turmstellen du quasi im schlimmsten Fall kann es passieren, dass du in so eine Barriere gedrückt wirst und dich nicht mehr bewegen kannst. Wie du es ja letztens schon hattest. Ja. Wobei es halt auch, ne, du kannst die Türme ja, ne, wenn du die vor dir platziert hast, auch wieder hinter dir platzieren sozusagen, dann kannst du auch weiterlaufen. Weil du musst nicht warten, bis die Türme despawnen. Dann platzierst du die halt um. Das geht ja. Du hast ja eine Begrenzung, was, ne, wie viele Türme du setzen kannst. Also, ne, an sich muss ich sagen, hat mir das richtig Spaß gemacht. Vor allen Dingen, ne, die Wucht deiner Axt und so weiter, ne, auch wenn ich nur hauptsächlich mit einem Skill zugeschlagen habe, sozusagen, ne, du hast schon gesehen, dass die Gegner umgefallen sind und so weiter und so fort. Also, ne, du merkst das schon hier. Oder, ne, die ne, können dich ja genauso umwerfen, wie mir ja schon passiert ist. Nur, dass dann halt ein Spielfehler passiert ist, dass ich dann halt, ne, am Ende stuck war. Das ist etwas, da müssen sie nochmal dran gehen. Sollten sie vielleicht mal dran gehen, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Ja, das Spiel ist ja fertig. Es wird ja nicht mal eine Soritas, ja gut, Chris, aber ein wirkliches weiteres DLC kommt fürs Spiel ja nicht. Ja, ne, zwischendurch kommen ja immer mal wieder so ein paar Patches und so weiter und so fort. So ist es ja nicht. Und ne, es kommt ja jetzt eine neue Season. Wer weiß. Ja. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns dann nächstes Wochenende dann, ne, auf der Jagd nach der Martyr sozusagen. Also, ne, dann spielen wir die eigentliche Geschichte. Bis dahin, euch eine schöne Woche und wir sehen uns.